Und hier endet die geteerte Straße. Alter! Also wer sich jetzt noch nicht wie ein König fühlt, weiß ich auch nicht. Ja, die Sonnenuntergänge hier in Siebenbürgen, die knallen schon ordentlich rein. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. Ja, wir sind wieder on the road. Nachdem wir jetzt Kronstadt verlassen haben, geht's für uns weiter Richtung Norden. Wir sind jetzt eben vorbei an Nussbach, Rotbach, Marienburg und ich glaube, wir sind jetzt mehr im ungarischen Teil. Ja, man liest es auch an den Ortsschildern, das sind alles eher ungarische Namen, ungarisch-rumänische Namen. Wir sind an Orten, an denen ich noch nie war. Das sieht cool aus, das ist die Kühe. Die Kuh ist aber auch nah an der Straße, muss ich aufpassen. Es ist aber vor allem wunderschön. Die hohen Karpatengebirge haben wir hinter uns gelassen und sind jetzt unterwegs nach Timișoara. Dort besser bekannt unter dem ungarischen Namen Orla-Stelac. Der Ort liegt im Kreis Covasna und gehört zum ungarisch geprägten Széklerland. Wir fahren jetzt durch den Ort Baraolt und hier endet die geteerte Straße. Alter! Wow! Die Straße sollte mittlerweile wieder intakt sein und die Zufahrt ins Zentrum genauso beschaulich wie der Ort selbst. Museum, Kirchen und Denkmäler laden zum Erkunden ein. Doch auf uns wartet im Nachbarort schon ein anderes Abenteuer. Eine Reise ins 17. Jahrhundert auf den Spuren der Adelsfamilie Daniel. Und wo könnte man das besser machen als in ihrem ehemaligen Schloss? Wow! Das sieht ja cool aus. Wie so ein altes Landgut. So, jetzt parken wir mal. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Schon bei der Fahrt durch das eiserne Hoftor fühlt es sich an, als würden wir in eine andere Welt eintauchen. Den weitläufigen Garten in der Größe eines Parks kann man von der Straße nicht einmal erahnen. Ebenso wie die massiven Schlossgebäude aus dem 17. Jahrhundert, die den Hof einrahmen. Es scheint, als könnte man alles Laute und Hektische draußen lassen, während man hier, wie in einem gemütlichen Versteck, die Ruhe genießt. Am Empfang werden wir von Ottilia begrüßt, die uns das Zimmer zeigt. Doch schon auf dem Weg dorthin finden wir die ersten spannenden Geschichten. Eine davon direkt vor unseren Füßen. Wow, okay. Diese Sachen hier wurden während der Renovierung des Gebäudes gefunden. Und sie wurden nicht als Dekoration in den Zimmern verwendet. Sie werden hier aufbewahrt, damit sie jeder sehen kann. Alles stammt aus dem alten Gebäude. Wow. Während des Kommunismus wurde leider alles im Inneren zerstört. Was irgendwie erhalten werden konnte, ist alles, was man hier sehen kann. Die Treppen sind original und auch andere Dinge wie diese wurden bewahrt. Die heutigen Besitzer haben es wirklich gut restauriert und waren sehr darauf bedacht, alles zu erhalten, was sie fanden, und den Geist des Gebäudes so zu bewahren, wie er war. Du wirst sehen, du wirst noch das Gefühl bekommen, als wärst du ein Prinz oder eine Prinzessin in diesem Haus. In der oberen Etage liegt hinter einem langen Flur das große Kaminzimmer mit einer ebenso gemütlichen wie herrschaftlichen Atmosphäre. Damals befand sich genau hier der Ballsaal der Adelsfamilie. Und die wussten scheinbar, wie sie sich vor Besuchern in Szene setzen konnten, denn sie zeigten die wichtigsten Ereignisse ihres Lebens in riesigen Wandbildern. Zum Beispiel, wie hier zu sehen, eine Parade, bei der sie in feinem Zwirn auf dekorierten Pferden reiten. Doch von einer besonders bedeutenden Mission erzählt das Bild im Raum nebenan. Zimmer Nummer 8. Es trägt den Namen Konstantinopel-Zimmer.
Und es ist benannt nach dem Gemälde über dem Bett. Es erzählt uns eine Geschichte über ein Ereignis aus dem Jahr 1638, als ein Mitglied der Familie Daniel nach Konstantinopel zum Sultan reiste, um den jährlichen Tribut zu zahlen. Ja. Und wenn man dann vor dem Sultan stand, musste man bereits zeigen, was man mitgebracht hatte. Ja. Wenn der Sultan damit aber nicht zufrieden war, nun ja, dann kam man ohne seinen Kopf zurück. Gleichzeitig repräsentiert das Bild auch den hohen Status der Szekler Adelsfamilie. Denn wer eine politisch so wichtige Mission leitete, musste auch gesellschaftlich großen Einfluss haben. Wenn wir davon sprechen, zum Sultan zu gehen und Tribut zu erbringen, klingt es wie etwas, was man aus Märchen kennt, aus längst vergangenen Zeiten. Aber es ist gelebte Geschichte, noch gar nicht so lange her. Ja, und es war keine besonders angenehme Situation, denn die türkische Armee war zu dieser Zeit überall um uns herum, auch in Transsilvanien. Und so wurde der Tribut entrichtet, um uns, sagen wir, frei leben zu lassen, damit wir Dinge tun konnten, die sie anderen Nationen um uns herum normalerweise nicht erlaubten. Also haben wir tatsächlich für unsere Freiheit bezahlt, ja. Genauso erstaunlich wie die Geschichte im Bild ist auch die Geschichte über das Bild selbst. Zum Vorschein kam diese bedeutende Malerei ganz zufällig bei den Renovierungsarbeiten. Ein ganzes Jahr lang dauerte es, sie zu restaurieren. Die Liebe zu den Details und der respektvolle Umgang mit dem historischen Ursprung des Schlosses zeigt sich aber nicht nur in diesem Zimmer. So bilden moderne Elemente und originale Bausubstanz die perfekte Symbiose. Ob geprägt durch alte Holzbalken, Backsteine oder Stuck. Wenn man dann noch in einem der schweren Ledersessel am Kamin versinkt und dabei der alte Hausherr aus einem lebensgroßen Gemälde zuschaut, fühlt man sich fast schon selbst ein bisschen adelig. Die Zeit kann man beim Entspannen und dem Ausblick auf den malerischen Sonnenuntergang jedenfalls bestens vergessen. Nur der knurrende Magen erinnert einen vielleicht irgendwann ans Abendessen. Doch zum Glück ist auch das nicht weit. Ein gemütliches Schlossrestaurant liegt ebenfalls auf dem Hof. Mit neu interpretierten, traditionellen Gerichten aus der siebenbürgischen Küche verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart hier auch kulinarisch. Das war schon ein sehr entspannter erster Tag und ich würde sagen, ich bin echt müde und habe gut gegessen. Bis morgen, gute Nacht. Geweckt werden wir heute früh nicht von krähenden Hähnen, sondern von klappernden Störchen. Auf Strommasten, Kaminen und Laternen schauen sie aus ihren großen Nestern. Überall in Transsilvanien sind sie zu Hause und kommen jeden Sommer wieder. Und während draußen die Störche über den Dächern schon den Tag begrüßen, gönnt sich Holger noch ein königliches Bad zum Wachwerden, bevor es zum Frühstück geht. Am bunten Buffet warten jede Menge frische Zutaten aus der Region. Und einige Klassiker wie Marmeladen oder Sokuska sind sogar hausgemacht. Da möchte man am liebsten alles probieren. Nach einer sehr entspannten, langen, königlichen Nacht in einem sehr großen Bett sind wir auch schon sehr früh am Frühstücken. Ich könnte sehr gut den ganzen Tag entspannen, aber wir möchten euch natürlich möglichst viel zeigen. Dementsprechend haben wir ein volles Programm und ich genieße mein Frühstück, meinen Kaffee und dann starten wir gleich in den Tag. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir tauchen heute nicht nur in das fürstliche Leben des 17. Jahrhunderts ein, sondern auch ins kühle Nass im Keller des Schlosses. Aber dazu kommen wir später.
Erstmal sind wir mit Ottilia am schlosseigenen Museum verabredet. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Ottilia. Willkommen im Museum von Schloss Daniel. Komm rein und schau dich um. Zugegeben, dabei muss ich automatisch an angestaubte Exponate und barocke Ölgemälde denken. Doch ganz anders als erwartet, überrascht uns das 1680 Reloaded mit einer sehr digitalen Zeitreise. Angefangen bei der adligen Tischkultur. Was serviert wurde, war meist deftig. Brot, Soßen, Fleisch und Kohl standen ganz oben auf der Speisekarte. In großen Schüsseln wurden sie rumgereicht. Gegessen wurde von Holztellern, mit Händen, Löffeln und dem eigens mitgebrachten Messer. Einen Silberteller benutzten nur die Fürsten und Gabeln waren selten. Aber natürlich haben es sich die Fürsten in Siebenbürgen nicht nur gut gehen lassen. Als Herrscher hatten sie ebenso diplomatische Pflichten. Und eine davon war im 17. Jahrhundert die regelmäßige Tributzahlung an den Sultan des Osmanischen Reichs, dem sie das Geld höchstpersönlich überbrachten. Wir sind in 15 Tagen von hier bis nach Konstantinopel gereist. 1000 Kilometer. Gleichzeitig ergab sich aus dieser politischen Beziehung auch ein riesiges Handelsnetz. Und so hatte das Osmanische Reich schließlich auch Einfluss auf den Kleidungsstil der Adligen in Siebenbürgen. Ob bestickte Gewänder aus edlen Stoffen, spitze Stiefel oder markante Haarschnitte. Wie dieser. Hat meine Frisur. Die passt also schon mal. Braucht es jetzt nur noch das richtige Outfit. Und Ottilia zeigt uns, wo wir es finden. Denn im Schloss gibt es tatsächlich eine Sammlung an Adelsroben, die jeder Besucher anprobieren darf. Alle wurden nach den Vorbildern der Originale in Handarbeit gefertigt, mit vielen kleinen Details und aus feinen Stoffen. Wenn ich mich also wie ein König aus dieser Zeit fühlen will, was sollte ich anziehen? Wir schauen mal hier. Ich denke, eines von diesen hier. Ja, genau dieses, das Blaue. Also ist das Königlichste. Na, was sagt ihr? Königlich? Ich würde sagen, das probiere ich jetzt mal an. Wie heißt es so schön? Kleider machen Leute. Doch da, wo wir jetzt hingehen, ist selbst der Kaiser nackt. Naja, fast zumindest. Denn im Cellarium des Schlosses befinden sich heute keine Vorräte mehr, sondern eine unterirdische Wellness-Oase. Natürlich temperaturreguliert und schallgedämpft kommt man im historischen Gewölbe unmittelbar zur Ruhe. Das sanfte Licht sorgt zusätzlich für die perfekte Wohlfühlatmosphäre. Wenn du hier nach unten kaufst durch diesen Gewölbekeller, egal was draußen ist, du vergisst alles. Du trittst ein in so eine neue Welt mit ganz anderen Lichtspielen und Farben und ja, das ist sehr wunderbar. Kann man sich wunderbar entspannen. Man lässt den Stress draußen und kann hier absolut abschalten und genießen. Ein besonderes Highlight ist definitiv der große Swimmingpool, aus dem Holger gar nicht mehr raus will. Ich möchte mal festhalten, ich schwimme hier in einem Schloss, also im Keller von einem Schloss. Also ich glaube, königlicher kann es heute kaum noch werden. Ich glaube, da geht noch was.
Denn Holger hat längst noch nicht alles entdeckt, womit das außergewöhnliche Spa zum Entspannen einlädt. Eingerichtet ist das Cellarium nämlich nach dem Prinzip eines Thermalzirkels. Dabei soll durch den gezielten Wechsel zwischen warm und kalt sowie verschiedenen Wasserarten maximale Regeneration und Erholung erreicht werden. Schwitzen in der finnischen Sauna, Relaxen im Whirlpool und schwereloses Schweben im Floatingbecken gehören hier ebenso dazu wie eine Peelingbar oder ein traditioneller Heuruheraum. Also wer sich jetzt noch nicht wie ein König fühlt, weiß ich auch nicht. Und wer auf der Suche nach dem Geheimnis ewiger Jugend ist, wird hier ebenfalls fündig. Das ist ein Sohnebrunnen. Hier werde ich, glaube ich, 100 Jahre jünger. Hier reise ich quasi in die Zeit zurück. Ich werde so jung, dass ich ins 16. Jahrhundert rauskomme. Ich sehe aus wie so ein Frosch im Brunnen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Es ist hier alles so ruhig und entspannt und relaxed. Überhaupt würde ich sagen, die Zeit ist hier wirklich... Also ich hatte das Gefühl, dass in der letzten Woche, also in der Großstadt und in Hermannstadt beim Treffen und so, die Uhren wahnsinnig schnell geschlagen haben. Und ich muss sagen, seit wir hier sind, läuft die Uhr wirklich nur noch halb so schnell. Also das spürt man sofort, wenn man hier aufs Land fährt. Ob für die Hausherren die Uhren hier auf dem Hof nach so langer Zeit auch noch langsamer laufen? Wir sind jetzt mit der Dame des Schlosses verabredet und haken genauer nach. Lila Raths und ihr Mann Attila haben vor über 15 Jahren das Anwesen gekauft und es mit viel Liebe und Ausdauer vor dem Verfall gerettet. Eine ganz schön abenteuerliche Vorstellung, wie ich finde. Im Gespräch mit Lila fragt Holger genauer nach, wie es dazu kam und was das Schloss für sie bedeutet. Die erste offensichtliche Frage. Nachdem ich mich hier wie ein König gefühlt habe, wie ist es, die Dame eines Schlosses zu sein? Es freut mich wirklich sehr, dass du das so empfunden hast. Ja, das eine Wort, das mir dazu spontan einfällt, ist bereichernd. Es ist sehr schön, vor allem zu sehen, wie man ein historisches Gebäude retten und sozusagen wieder zum Leben erwecken kann. Und wenn man es mit dem Tourismus verbindet, ist es wirklich sehr bereichernd, das Feedback unserer Gäste zu erhalten und zu sehen, dass sie sich entspannt und wohlfühlen, wenn sie bei uns sind. Und wie kam es dazu? Also wie bist du Schlossherrin geworden? Was steckt dahinter? Es war einmal Weihnachten, als ich von meiner Mutter ein Geschenk bekam. Ein Buch, in dem mehrere Schlösser und Herrenhäuser aus der Umgebung abgebildet waren und bei diesem einen am Ende der Beschreibung stand, dass es auf seine Zukunft wartet. Und so haben wir erfahren, dass es zum Verkauf steht. Und als wir dann mit meinem Mann hierher kamen, obwohl ich nur 50 Kilometer von hier geboren wurde, war ich noch nie zuvor hier in diesem Dorf gewesen. Wir kamen also hierher und es war sofort Liebe auf den ersten Blick. Und ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit es gewesen sein muss, das von seinem damaligen Zustand zu dem zu bringen, was es heute ist. Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, war das eine riesige, gewaltige Arbeit. Damals würde ich sagen, war da wahrscheinlich viel Unwissenheit dabei. Und ich bin froh, dass es so war. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass es sich nicht um ein so riesiges Gebäude handelt. Wenn wir also von einem Schloss sprechen, dann sind wir nicht im Loiretal, wo die großen Schlösser stehen. Ein Schloss zu besitzen ist zudem, wie du dir vorstellen kannst, ziemlich teuer. Damals waren die Menschen in Siebenbürgen auch nicht so wohlhabend wie die deutschen oder französischen Adligen, deshalb waren die Schlösser natürlich kleiner.
Okay. Der andere Unterschied ergibt sich aus der Art und Weise, wie die Erbfolge damals gehandhabt wurde. Also in Westeuropa sowie in Ungarn ist es immer der älteste Sohn, der das gesamte Vermögen der Familie bekommt, während die anderen fortgeschickt wurden, um ein Handwerk zu erlernen, zu heiraten, zur Armee zu gehen oder was auch immer. Auch hier in Siebenbürgen erhält der älteste Sohn das Hauptschloss der Familie. In diesem Fall bekam der ältere Bruder das Hauptschloss in Vargisch im Nachbardorf. Aber alle anderen Brüder und Schwestern erhalten ebenfalls gleiche Anteile des Familienvermögens. Das Familienvermögen wird also immer kleiner und kleiner, aber die Anzahl der Schlösser wird immer größer und größer. Deshalb sind wir hier im Land der Herrenhäuser. Zwar mit kleineren Anwesen im Vergleich zu Westeuropa, aber dafür mit sehr vielen. So sorgte diese Tradition des Adels in der Vergangenheit für das reiche Kulturerbe heute. Ist es auch ein besonderes Gefühl, diese Geschichte zu bewahren? Ist es also nicht nur ein schönes Gebäude, sondern auch etwas, was dir persönlich viel bedeutet? Ja, das ist es speziell auch aus dieser Sicht. Also, wir sind keine Historiker, wir kamen nicht aus diesem Hintergrund. Aber da wir hier in der Gegend aufgewachsen sind, haben wir eine Verbindung zur Gegend und zu ihrer Geschichte. Und als wir dann mit der Renovierung begannen, schon vor der Renovierung, haben wir angefangen, mit Kunsthistorikern zusammenzuarbeiten und recherchierten sehr viel über das Gebäude selbst und über die Geschichte der Familie. Es war also wirklich sehr schön, diese Geschichten zu entdecken und all diese Dinge als jemand, der hier aus der Gegend kommt, diese dann auch anderen Menschen erzählen zu können. Lila und Attila haben mit dem Schloss also auch eine große Verantwortung angenommen gegenüber einem bedeutenden Stück Geschichte und Kultur ihrer Heimat. Ihre Leidenschaft für diese Aufgabe merkt man in all den Details, die diesen Ort zu einer beeindruckenden Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart machen. So haben wir auf dem Anwesen der damaligen Adelsfamilie Daniel ein faszinierendes Wochenende zwischen zwei Welten erlebt. Denn Lila und Attila ist es tatsächlich gelungen, Gegensätze harmonisch zu vereinen. Dabei wirkt es hier ganz natürlich, was so unmöglich klingt. Abenteuer und Entschleunigung passen plötzlich perfekt zusammen. Vergangenheit wird innovativ erzählt. Traditionelle Kulinarik wird neu interpretiert und Erholung wird zum aufregenden Highlight. Für uns hat diese kleine Zeitreise jedenfalls nicht nur die Uhren ein wenig langsamer laufen lassen, sondern uns auch ein bisschen verzaubert. Unsere kleine Auszeit hier, unsere Zeitreise, ist jetzt fast zum Ende. Wir werden jetzt noch schön royal Abendessen und standesgemäß den Abend am Kaminfeuer ausklingen lassen. Morgen geht es für uns weiter. Wir bleiben hier im Szeklerland. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Wow, das ist wie eine Zeitmaschine. Wow, das war schnell. Also man kann, glaube ich, an diesen ganzen Sachen sehen, wie kreativ die Menschen damals gewesen sein müssen.